Hallo allerseits, ich bin Peter Bernsteiner, bin hier auf der Spielwarenmesse am Stand von Faller und bin jetzt bei Andreas Braun, der ist aus dem Marketing von Faller und er hat hier ein Modell, eine Neuheit aus dem letzten Jahr, die jetzt ausgeliefert wird, ein gewaltig großes Gerät in H0, fast 1 Meter lang. Was ist denn das? Das ist eine sogenannte Gripper-Tunnelbohrmaschine von der Firma Herrenknecht. Mit denen haben wir ganz eng zusammengearbeitet, weil wenn man so ein riesengroßes H0-Modell produzieren möchte, sind natürlich, ich sag mal, echte Daten gigantisch gut, wenn man sowas hat. Die hat jetzt in dem Fall in der Ausbaustufe einen knappen Meter, also 970 mm. Und wenn einem das nicht reichen sollte, kann man wie hier noch die 3 Anbaumodule mit dazu packen und sich die dann auf annähernd, ich sag mal 2 Meter knapp verlängern. Vorne drin haben wir einen kleinen Motor, der das Bohrschild auch zum Drehen bringt und so kann sich dann quasi die Tunnelbohrmaschine langsam, aber sicher in den Fels reinbohren. Und das ist ein aktuelles Modell, das dann bei Herrenknecht tatsächlich verwendet wird für den Bau von Tunnels. Genau, also in der Schweiz war das ganz aktiv im Einsatz und so wie es hier steht, wird es im Prinzip für den ganz konventionellen Tunnelbau verwendet. Ist ein gewaltig riesiges Teil, also das kann man sich als normaler Modellbauer, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das für riesengroße Dimensionen sind, wenn man sich eine Figur im Maßstab dann mal anguckt, wie groß so ein Bohrschild ist, das sich dann da durch diesen Tunnel durchbohrt. Also wirklich gigantische Kräfte, die da am Werk sind. Gut, dann können wir uns ja mal die Erweiterungen nochmal anschauen und können wir das nochmal zeigen. Wir haben das jetzt hier auf unserer Messeanlage so dargestellt, dass die sich hier in den Tunnel reinbohrt. Und um diesen tiefen Effekt noch mehr rauszuholen, haben wir dahinter unsere LED-Streifen verbaut, die man nicht nur für sowas verwenden kann, sondern noch für ganz viele weitere Themen, die wir uns dann gleich noch im Anschluss angucken werden. Ja, es wirkt mit den LEDs irgendwie abenteuerlich, interessant, spannend. Für Technikfreaks eine tolle Sache, zwar nicht ganz vorbildgerecht in dem Fall, aber ich denke, bunte LEDs im Vorbild, da haben Sie ja schon vorbereitet, was wir uns jetzt gleich anschauen. Da haben wir Kirmes, glaube ich, als großes Thema heuer. Gehen wir gemeinsam rüber. Kirmes ist grundsätzlich bei uns ja immer interessant. Wir haben ja ganz verschiedene Modelle. Und in dem Fall haben wir es jetzt beim Riesenrad eingesetzt mit den verschiedenen Effekten. Das kann man dann mit einer Fernbedienung ansteuern oder eben mit der Faller-eigenen App, dass man sich da die Farbtöne und die Farbabfolgen entsprechend konfigurieren kann, wie man das halt gerne möchte. Das heißt, es sind LED-Streifen mit haufenweise kleinen LEDs. Wie viele sind es dann pro Meter ungefähr? Das kann ich jetzt aus dem Kopf leider nicht sagen. Das steht bei uns sicher bei der Produktbeschreibung dabei. Was aber ganz interessant ist grundsätzlich, man kann die sich auf die gewünschte Länge zuschneiden, weil man weiß ja nie, wie groß sein Riesenrad ist. Man schneidet sich das auf die passende Länge zu, muss es natürlich dann wieder verlöten. Aber so kann man dann das für alle möglichen Modelle eben anwenden, ob jetzt da beim Pfandschiff, beim Riesenrad oder auch bei normalen kleinen Kirmesbuden. Und wie werden die dann angesteuert? Dann irgendwie per Funk irgendwo verbunden mit dem Handy oder sonst wie? Genau, also da ist an den LEDs selber ein kleines Empfangsmodul. Das kann man dann mit Bluetooth, mit der App steuern oder mit einer Fernbedienung, wie man das möchte. Und kann dann da einfach die Farbtöne sich durchklicken. Das sind sogenannte RGB-LEDs, sagt dem einen oder anderen sicher was. Und da kann man im Prinzip annähernd unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen. Das heißt, wenn jede dann RGB ist, mit der normalen Farbtiefe haben wir dann 16 Millionen Farben, die man dann ansprechen kann. Genau. Das ist dann schon einiges. Dann haben wir hier noch ein Beispiel mit dem Lauflicht, das hier auch möglich ist. Eine schöne Kirmesszene, die hier komplett einfach mal für die Messe aufgebaut ist. Und die LED-Streifen sind schon lieferbar? Die sind schon lieferbar, ja. Und wir haben bisher auch sehr gute oder positive Resonanz dazu gekriegt, weil es halt einfach ein toller Ergänzungsartikel zu dem restlichen Sortiment ist. Gut, dann bedanke ich mich beim Andreas Braun hier für die Vorstellung dieser ganzen Lichteffekte und für die Vorstellung der Tunnelbohrmaschine. Ich wünsche noch einen schönen Messeverlauf. Danke gleichfalls.